Du singst über dein Keyboard und möchtest deine Mikrofonlautstärke, den Hall, den Chorus oder vielleicht sogar die Anteile der Leadstimme und Harmoniestimme des Vokalisten im direkten Zugriff haben. Wie man genau das macht, erkläre ich dir hier in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zu den Tipps und Tricks rund um die Musik mit Rico. Im letzten Video haben wir uns ja damit beschäftigt, wie man diese Schieberegler einzeln neu programmieren kann. Und genau das wollte ich jetzt an einem neuen Beispiel noch einmal zeigen. Und zwar wollen wir über das Keyboard singen und einzelne Parameter, sprich Hall, Chorus oder sogar die Harmoniestimme unseres Vokalisten auf die einzelnen Schieberegler regeln, so dass wir sie im direkten Zugriff haben. So, wie wir das machen, das schauen wir uns jetzt am besten direkt am Keyboard an. Also auf ans Keyboard. So, und am Keyboard angekommen, schauen wir uns die ganze Sache jetzt einmal an. Wir haben also jetzt hier unsere 3 Ebenen des Slider-Assigns. Wir wollen jetzt auf Ebene 2 gehen und dort dann direkt einmal einstellen, verschiedene Funktionen. Und zwar habe ich mir gedacht, wir stellen uns ein. Für den Gesang ist ja erstmal wichtig, dass wir unsere Mikrofonlautstärke haben. Die hätte ich gern auf den ersten Schieberegler. Als nächstes ist ja beim Gesang immer wichtig, dass man einen Hall hat und den in der Intensität regeln kann. Diesen Hall würde ich also auf meinen Schieberegler Nummer 2 legen. Den Chorus, den Systemchorus, könnte ich gern auf Nummer 3 legen. Jetzt würde ich gern noch einen Mikrofoneffekt, und zwar ein Tempo-Delay, nutzen. Dieses würde ich mir gern auf Slider 4 legen. Und auf Slider 5 hätte ich gern das Verhältnis zwischen Hauptstimme und Vokaliststimme, wenn ich über den Vokalist singe, so dass ich meinen Anteil des Harmonizers hier direkt regeln kann. Und diese Funktion wollen wir jetzt einfach mal der Reihe nach auf diese Regler legen. So, und wir wechseln jetzt mal in die Ansicht, wo wir diese Slider programmieren können, gehen also auf Direct Access, bewegen unseren ersten Schieberegler und haben ja gesagt, wir wollen auf die Ebene 2 als erstes unser Volumen haben. Und zwar wollen wir das Volumen haben von unserem Mikrofon. Wechseln also hier auf Panel 2. Und bei Panel 2 haben wir jetzt hier die Einstellung Mikrofon. Somit bekommt also unser erster Slider den Namen Mikrofon. Wir gehen auf Rename, benennen das Ganze um, sagen, es ist unser Mikrofon. Auf den zweiten Regler wollen wir diesmal keinen Volumeneintrag haben, sondern wir wollen einen Reverb haben. Gehen also auf Reverb. Und der Reverb soll auf unser Mikrofon wirken. Der Name ist hier schon mit Reverb vergeben. Somit hätten wir den zweiten Slider belegt. Gehen jetzt auf den dritten. Dort wollen wir einen Chorus haben. Nehmen also jetzt hier unseren Systemchorus. Und der soll wieder auf unser Mikrofon wirken. Der Name Chorus ist schon vergeben. Unser vierter Regler soll Moment, wo haben wir es versteckt? Genau, und zwar soll der unseren
VH-Effekt to lead, also sprich unser Tempo-Delay oder was auch immer wir dort vergeben. Also den VH-Effekt. Und jetzt haben wir als fünftes noch den Anteil Harmonie Balance. Also wie viel Harmoniestimme wollen wir zu unserem Gesangssignal hinzugeben. Und damit hätten wir jetzt unsere Regler schon programmiert. So, wir haben also jetzt unsere ganzen Effekte auf unsere Slider verteilt. Als erstes haben wir hier unsere Mikrofonlautstärke, die wir jetzt entsprechend regeln können. Haben dazu dann ein Reverb, und zwar ist das der System-Reverb 1, 2, 3. Können dann einen Schwebeeffekt, also einen Chorus noch hinzufügen. Haben hier dann als nächstes ein Tempo-Delay. Also das kennen wir, wenn wir über Direct Access und drücken unseren Vocal Harmony Schalter. Dann sehen wir hier im unteren Bereich, dass wir den Effekt einschalten und dort haben wir das Tempo-Delay hinterlegt. Und als letzten Regler haben wir jetzt hier noch den Anteil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also wie viel Harmoniestimme kommt jetzt zum Gesamtsignal hinzu. Ja, und das Ganze können wir uns jetzt mal einstellen. 1, 2, 3, 4, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, Test, 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 Test. Hallo, ja, hey, hallo, hey, hey, hallo, ja, hey. Jetzt übertreibe ich mal etwas mit dem Hall, dass man deutlich sieht, man hat es also alles im Direktzugriff. Hallo, ja, hey, hallo, hey, hey, hallo, ja, hey. Jetzt übertreiben wir mal mit diesem Tempo-Delay einfach nochmal. Hallo, ja, hey. Also ihr seht schon, das ist dann natürlich viel zu viel und übertrieben. Aber so kann man sich das alles der Reihe nach anpassen. Jetzt wollen wir mal mit dem Verhältnis des Harmonizers noch etwas spielen. Hallo, ja, hey, hallo, hey, hallo, ja, hey. Hallo, ja, hey, hallo, hey, hallo, ja, hey. Ja, ihr seht, das war also ein weiteres Beispiel, wie man die Schieberegler an unserem Genos sinnvoll einsetzen kann. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Gern dürft ihr natürlich meinen Kanal abonnieren und das Ganze teilen und verbreiten. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Rigo. Ciao.